Stell dir vor, du sitzt in 10 Jahren am Strand von Mauritius. Die Sonne sinkt langsam ins Meer, ein Glas Rum steht vor dir und du denkst, ich habe es geschafft. Nicht, weil du der Klügste warst. Nicht, weil dir irgendjemand ein Startkapital geschenkt hat, sondern weil du irgendwann erkannt hast, dass Zeit der wahre Rohstoff des Lebens ist. Es war nicht das Geld, das dich freigemacht hat, sondern die Art, wie du deine Stunden eingesetzt hast. Und hier beginnt die große Lüge, die die meisten Menschen sich selbst erzählen. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit, ein Business aufzubauen. Keine Zeit, Trading zu lernen. Keine Zeit, meine Ausgangslage zu verbessern. Auswandern und ortsunabhängig komfortabel in der Sonne leben, das schaffe ich nicht. Zu wenig Zeit, da fehlt mir das Talent. Das sagen Leute, die buchstäblich wochenlang damit verbringen, den Jahresurlaub zu planen. Stundenlang Urlaubsportale durchforsten. Jede Hotelbewertung lesen, Preise vergleichen, bis sie 50 € gespart haben. Das sagen Leute, die abends 2 Stunden Netflix bingen, aber angeblich keine Stunde finden, um etwas Neues zu lernen. Dieselben Menschen, die am Wochenende 5 Stunden im Baumarkt verbringen, um ein Regal zu bauen, das 30 € gekostet hätte. Aber angeblich haben sie keine Zeit, ein Business aufzubauen oder sich ernsthaft mit ihrer finanziellen Zukunft zu beschäftigen. Die Wahrheit ist, jeder hat Zeit. Die Frage ist nur, wofür du sie nutzt. Stephen Covey, der Autor von Die 7 Wege zur Effektivität, hat einmal gesagt, der Schlüssel liegt nicht darin, das zu priorisieren, was auf deinem Terminplan steht, sondern deine wirklichen Prioritäten einzuplanen. Genau das ist der Punkt. Wenn du deine Prioritäten falsch setzt, frisst dein Leben sich selbst auf. Du bist beschäftigt, aber nicht produktiv. Du bist müde, aber nicht weiter. Denn was frisst dich wirklich auf? Es sind die kleinen Aufgaben. Kochen, putzen, Wäsche waschen, einkaufen, Botengänge, Gartenarbeit, Rechnungen sortieren, E-Mails beantworten, Termine verschieben. Alles wichtig, alles notwendig. Aber nichts davon bringt dich näher an Freiheit, Wohlstand oder ein Leben außerhalb der Mühlen des Systems. Jetzt stell dir vor, du würdest all das abgeben. Für 15 € die Stunde. Ja, auch in Deutschland oder Österreich. Haushaltshilfen, Putzkräfte, jemand, der für dich vorkocht. Ein Gärtner, der einmal die Woche kommt. Ein persönlicher Assistent für die kleinen, nervigen Dinge im Business. E-Mails sortieren, Social-Media-Posts vorbereiten, Daten abgleichen. All das kannst du für rund 1.200 € im Monat auslagern. Klingt viel? Es ist nichts im Vergleich zu dem, was du zurückbekommst. Rechne es durch. 80 Stunden pro Monat, 10 volle Tage. Im Jahr 120 Arbeitstage. 4 zusätzliche Monate, in denen du nicht putzt, kochst und Besorgungen machst, sondern lernst, baust, erschaffst. 120 Tage, die nur dir gehören. Tim Ferriss hat in seinem Buch Die 4-Stunden-Woche drastisch formuliert. Gewinnen kannst du nur, wenn du konsequent aufhörst mit Dingen, die keinen Wert bringen. Wer nicht loslässt, was keinen Wert bringt, wird niemals gewinnen. Und es ist nicht nur die Zeit, es ist der mentale Raum. Ich erinnere mich an einen Kommentar auf Reddit. Ich bin jetzt finanziell an einem Punkt, an dem ich Aufgaben auslagern kann, die zwar Zeit fressen, aber keinen echten Ertrag bringen. Putzen, einkaufen. Und plötzlich merke ich, wie viel geistige Klarheit ich zurückbekomme. Genau darum geht es. Es ist das Gefühl, abends nicht mehr denken zu müssen. Verdammt, ich muss noch die Küche machen. Sondern klar und fokussiert deine nächsten Investments, deine nächste Geschäftsidee oder deine Auswanderungsstrategie planen zu können. Viele verstehen nicht. Diese 1.200 € sind kein Luxus. Sie sind kein Konsum. Es ist Kapital. Kapital, das du in dich selbst investierst. Stell dir vor, du steckst diese 80 Stunden in den Aufbau einer internationalen Struktur, in die Recherche zu Steuervorteilen in Zypern oder Mauritius, in den Aufbau eines YouTube-Kanals, in Kundenakquise, in das systematische Wachstum deines Depots. Wie viel mehr würdest du in einem Jahr verdienen? Wie viel schneller würdest du deine finanzielle Unabhängigkeit erreichen? Und ja, es kostet Opfer. Ich kenne das selbst. Ich habe in meinen 20ern genau das getan. Ich habe Geld geliehen, um mir Zeit zu kaufen. Ich habe auf Pump eine Haushaltshilfe bezahlt, damit ich 20 Stunden in mein Business investieren konnte. Und diese 20 Stunden haben alles verändert. Während meine Freunde feierten, saß ich am Schreibtisch. Während sie neue Autos kauften, bin ich noch mit einem alten Wagen herumgefahren. Während sie Urlaube planten, habe ich meine nächsten Schritte vorbereitet. Und ja, es war hart. Aber es war der einzige Weg. Ich sehe es auch bei meinen Klienten.
Ein Koch, der nach Feierabend bis in die Nacht über Bitcoin gelesen hat. Heute ist er frei. Eine Witwe, die nach dem Tod ihres Mannes fast alles verloren hätte. Sie brachte sich selbst Trading bei. Heute ist sie finanziell unabhängig. Ein junger Mann aus einem Problemviertel, der Taxi gefahren ist, um die Miete zu zahlen. Er hätte sich mit diesem Leben abfinden können. Stattdessen nutzte er jede freie Stunde, um an seiner Idee zu arbeiten. Heute lebt er im Ausland, mit eigenem Business. Das sind keine Wunderkinder. Das sind Menschen, die verstanden haben, dass Zeit wichtiger ist als Geld. Menschen, die Opfer gebracht haben. Keine teuren Urlaube. Keine schicken Autos. Keine Partys. Nur Fokus. Gary Vee sagt es immer wieder, die meisten Leute verlieren, weil sie heute Luxus wollen und nicht bereit sind, 10 Jahre zu ackern. Und genau das ist der Unterschied. Bist du bereit, 10 Jahre lang Verzicht zu üben? Oder willst du in 10 Jahren immer noch dieselben Ausreden haben? Peter Drucker hat es perfekt gesagt. Nichts ist so nutzlos, wie etwas mit höchster Effizienz zu tun, das man besser gar nicht tun sollte. Genau das ist der Punkt. Du kannst noch so effizient putzen. Es wird dich nicht frei machen. Du kannst noch so diszipliniert Preise vergleichen. Es wird dich nicht reich machen. Die einzige Effizienz, die zählt, ist die, die dich deinen Zielen näher bringt. Und am Ende ist es einfach. Entweder du bleibst in der Opferrolle und sagst, ich habe keine Zeit. Oder du wirst zum Gestalter und sagst, ich kaufe mir Zeit zurück. Du investierst 1.200 €, bekommst 80 Stunden, nutzt sie produktiv und dein Einkommen wächst. Dein Leben verändert sich, dein Traum rückt näher. Und stell dir vor, wo du in 5 Jahren stehen könntest. Vielleicht packst du deine Koffer und verlässt Deutschland, Österreich oder die Schweiz. Nicht als Tourist, sondern als jemand, der vorbereitet ist. Mit einer klaren Struktur, mit Einkommen, mit Vermögen. Und vielleicht sitzt du dann wirklich am Strand von Mauritius. Und du weißt, alles hat angefangen mit der Entscheidung, meine Zeit nicht länger zu verschwenden. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.